Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Bei meiner Miniserie über Rost- und Patina-Effekte fehlt noch ein Bild, welches ich euch in diesem Video vorstelle. Die Leinwand, die ich verwende, ist eine quadratische 3D-Leinwand. Sie ist 50 x 50 cm groß und sie bekommt zunächst eine Hintergrundbemalung. Für den Hintergrund habe ich mir dieses Mal 3 Acrylfarben ausgesucht, und zwar das gebrannte Sienna, das Königsblau und das Phthalo-Grün. Zusammen ergeben diese Farben wunderbare Farbmischungen, denn ich verblende die Acrylfarben, nachdem ich sie auf die Leinwand aufgetragen habe, mit meinem Flachpinsel. Anschließend wird die Hintergrundbemalung angeföhnt, damit die Leinwand trocken ist, bevor ich dann zu meiner Lieblingstechnik, der Rakeltechnik, wechseln kann. Bei der ersten Farbe habe ich mich für das Himmelblau Hell entschieden, trage das dann auf meine Glättekelle auf und fange dann an zu rakeln. Diesmal ist es bei der ersten Schicht so, dass ich die Leinwand unterfassen muss, weil ich sonst den Druck mit der Glättekelle nicht ausführen kann. Auf dieser Leinwand werde ich nicht nur mit meiner Glättekelle Kratzer, Riefen und Vertiefungen einbringen, sondern ich habe mir überlegt, dass ich mit meinem Zahnspachtel direkt in der ersten Farbschicht arbeiten werde. Und ihr könnt sehen, dass der sehr breit ist und dadurch parallele Kratzspuren gestaltet. Und das ist mir hinterher wichtig, weil ich werde diese erste Farbschicht gleich sorgfältig trocken föhnen, damit für die nächste Farbschicht diese Rillen auch bestehen bleiben. Und das wird man gleich auch sehen, wenn ich mit dem normalen Umbra dort drüber gehe, bleibt die Farbe sozusagen an den Erhöhungen hängen, dringt aber nicht in die Vertiefungen ein. An dieser Stelle auf der Leinwand ist der eben von mir beschriebene Effekt jetzt sehr gut zu sehen. Das neutrale Umbra verteilt sich nicht als Fläche über diesen Rillen, sondern es bleibt an diesen Erhöhungen einfach hängen. Je nachdem, wie viel Farbe ich auftrage, ist der Effekt mal mehr oder mal weniger gut sichtbar. Das Grün-Blau, was ich jetzt auftrage, gehört mit zu meinen Lieblingsfarben. Es ist eben ein Blau, welches einen grünen Unterton mit sich bringt, und es ist auch eher eine transluzente Farbe. Das heißt, hier besteht die Möglichkeit, wenn die Farbschicht nicht zu dick aufgetragen wird, dass noch sehr viel von den unteren Farbschichten zu sehen sein wird. Und ich passe auch darauf auf, dass meine Struktur, die ich im Moment in der linken Seite des Bildes habe, dass sie möglichst bestehen bleibt. Natürlich dürfen auch ein paar Kratzer mit meiner Glättekelle nicht fehlen, und deswegen ritze ich jetzt mit der Kante der Glättekelle ein paar Macken in die noch nasse Farbschicht. Ich finde, das macht dieses Bild auch besonders lebendig.
Da die Farben, die ich bei diesem Bild verwendet habe, viel zurückhaltender sind als bei meinen letzten beiden Videos, verwende ich auch diesmal als Metallic-Farbe nicht das Kupfer, sondern ich habe mich für den Bronzeton entschieden. Dieser ist sehr viel milder und nicht so rötlich und passt hervorragend zu der bislang etwas kühleren Farbwahl. Findest du, dass der Bronzeton bei diesem Bild gut geeignet ist? Um dem Bild wieder etwas mehr Rost zu verpassen, greife ich jetzt nochmal zu dem gebrannten Umbra, um es dann relativ selektiv aufzutragen. Das ist ja der dunklere Ton, also das gebrannte Sienna ist der hellere Ton, das gebrannte Umbra ist der dunklere Ton und mir gefällt diese Farbkombination einfach ganz wunderbar. Ich habe auf der Hintergrundbemalung das gebrannte Sienna und trage jetzt im Vordergrund teilweise auch sehr schön auf dem Bronzeton das gebrannte Umbra auf. Als ich jetzt die Leinwand anhebe und drehen möchte, schaue ich mir das Bild, was bisher entstanden ist, nochmal genau an und überlege mir dann auch, mit welcher Farbe ich arbeite, bevor ich es hinlege. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mich für das Türkisgrün entschieden. Wieder eine kalte Farbe, die auf den warmen Ton, das gebrannte Umbra, aufgetragen wird. Und ihr habt es mir auch in die Kommentare geschrieben, dass diese Farbkombination eine wunderbare ist. Das sieht man hier auch. Ich habe die Schicht nicht mehr geföhnt. Es entstehen jetzt diese Verbindungen und Schlieren aus diesen beiden Farbtönen und das ist so schön, dass ich es direkt wieder mit der Kante meiner Glätterkelle beschädigen muss. Die Farbflächen des gebrannten Sienna sind relativ weit in den Hintergrund getreten und deshalb hole ich diese erste Farbschicht in den Vordergrund. Ich trage die Farbe aber nur noch an ausgewählten Partien auf und nicht mehr flächendeckend. Das ist wichtig, damit die bisher aufgetragenen Farben nicht komplett verdeckt werden. Das neutrale Umbra hat es mir tatsächlich angetan. Und deshalb gebe ich diese Farbe auch nochmal abschließend auf die Leinwand.
denn dieses Bild ist anders als die anderen, ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, sehr viel zurückhaltender. Aber ich finde, das tut dieser ganzen Reihe auch ganz gut, dass man verschiedene Farbtemperaturen und Aussagen gestalten kann und trotzdem hat man eine Serie. Die Serie muss sich ja nicht ähneln, sie darf ja auch unterschiedlich sein. Als letzte Farbschicht habe ich mich jetzt dafür entschieden, doch noch Kupfer aufzutragen. Das Kupfer trage ich aber jetzt wirklich nur noch an ausgewählten Stellen auf. Und man kann an anderen Stellen den Bronzefarbton noch hindurch schimmern sehen. Und wenn ich jetzt das Bild aufhänge und an diesem Bild vorbeilaufe, habe ich zwei Metallfarben, den zurückhaltenden Bronzeton im Hintergrund und vorne an manchen Stellen aufgetragen den rötlichen, schimmernden Kupferton. Jetzt schauen wir uns gemeinsam die Details dieses wunderbaren Bildes an. Hier sieht man noch die Kratzer, die der Zahnspachtel ganz am Anfang in die erste Farbschicht geritzt hat. Ich sehe die verschiedenen Farbschichten, ich sehe, wie harmonisch sich die einzelnen Farben ineinander gefügt haben. An manchen Stellen kann ich bis auf die Hintergrundbemalung gucken. Das Kupfer schimmert so wunderbar hindurch. Daneben liegt an manchen Stellen der Bronzefarbton, der hindurch schimmert. Ich finde auch diese neutrale, schlammige Farbe, das neutrale Umbra, kommt hervorragend zur Geltung. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Lass mir gerne ein Like da. Ich freue mich, wenn wir uns bei meinem nächsten Video sehen und wünsche dir noch einen schönen Tag.